Wie viele Geschichten über jugendliche Serienmörder kennen Sie? Sicherlich haben viele von Ihnen schon von Arkadi Neiman gehört, der im Alter von 15 Jahren wegen 2 Morde zum Tode verurteilt wurde, oder von Wladimir Nikolajew, der 8 Menschen tötete und 10 weitere überlebten. Zum Zeitpunkt der Tat war er 16 Jahre alt. Heute sprechen wir über einen Mörder, der im Alter von 11 Jahren begann, allein im Wald zu leben und nur wenige Jahre später herauskam und zu morden begann. In Anlehnung an Kipling, den Autor des Buches Der Dschungel, nennen wir heute Kinder, die unter wilden Tieren aufgewachsen sind, Mowgli. Den gleichen Spitznamen gaben Journalisten auch dem Mörder, von dem heute die Rede sein wird. Im Gegensatz zu seinem Namensvetter wuchs der heutige Verbrecher jedoch von Kindesbeinen an in einer völlig unmenschlichen Familie auf und war es gewohnt, sich nach seinen Morden im Wald zu verstecken. Das Erstaunlichste daran ist, dass er noch ein Kind war. So lebte er ab seinem 11. Lebensjahr allein im Wald und begann später herauszukommen und hilflosen Rentnern den Schädel einzuschlagen. Die heutige Ausgabe handelt vom Belgoroder Mowgli. In dieser für YouTuber schwierigen Zeit bin ich für Ihre Unterstützung in Form von Likes und Kommentaren sehr dankbar. Ich möchte daran erinnern, dass Sie mit einem Like meine Arbeit an diesem Video für Sie würdigen, nicht die schreckliche Geschichte. 2004, Krasnojarusski Bezirk, Belgorod Region, Russland. An diesem trüben Tag beschloss ein älterer Mann, nach seinem Nachbarn zu sehen, dem 83-jährigen Iwan Martinchenko, ebenfalls Rentner, und bemerkte sofort das offenstehende Tor und die Tür zum Schuppen. Was war passiert? Ein paar Sekunden später war der Mann schockiert. Als er in den Schuppen ging, sah er eine verstümmelte Leiche. Nur 20 Minuten später waren die Ermittler vor Ort. Neben der Leiche wurde ein verbogenes Messer gefunden. Die Experten stellten fest, dass der unbekannte Iwan Martinchenko 4-mal in die Brust gestochen hatte. Aber damit gab sich der Mörder nicht zufrieden. Als das Messer verbog, griff er sich einen Hammer und schlug so lange auf den unglücklichen Rentner ein, bis er keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Wer hat sich zu einem so brutalen Angriff entschlossen? Und vor allem warum? Das Erste, was den Ermittlern auffiel, waren die Abdrücke von nackten Füßen. Wenn es die Spuren eines Verrückten waren, warum trug er dann keine Schuhe? Was für ein Wilder war am Tatort? Die Ermittler begannen alle möglichen Versionen zu prüfen. Wenn es sich um einen Raubüberfall handelte, konnte der Mörder wirklich an der bescheidenen Rente des alten Mannes interessiert sein. Der Mann war geflohen, dort übernachtet und hatte, nachdem er entdeckt worden war, einen Mann angegriffen und mit einem Messer auf ihn eingestochen. Es stellte sich heraus, dass der Täter in der Scheune übernachten wollte, aber nachdem er entdeckt worden war, den Rentner angegriffen hatte. Warum war der Täter barfuß? Wer war er? Ein Arbeitsloser, ein zufälliger Durchreisender? Die Ermittler befragten die Anwohner. Vielleicht hatte jemand einen verdächtigen Mann gesehen, der ohne Schuhe durch das Dorf gelaufen war. Leider gab es keine Zeugen. Keine 3 Tage später ging bei der örtlichen Polizeidienststelle eine neue Meldung über einen Mord ein. In ihrem eigenen Haus wurde die 82-jährige Rentnerin Maria Saljak ermordet aufgefunden. Die Leiche der Großmutter wurde von ihrer Freundin entdeckt. Sie lag auf dem Boden, voller Blut. Wie die eintreffenden Ermittler feststellten, war die Großmutter mit einer Eisenstange erschlagen worden. Die Tatwaffe wurde neben der Leiche gefunden. Der Tatort war völlig verwüstet. Aus dem Haus fehlten Silberohrringe, 2000 Rubel und der alte Anzug des verstorbenen Ehemanns. Darüber hinaus hatte der Täter ein wahres Festmahl veranstaltet. Der Esstisch war mit Essensresten übersät und auf dem Boden lagen Knochen verstreut, wie von Tieren. Nach dem Fund von Fußspuren wurde klar, dass es sich um ein und denselben Täter handelte. Aus dem Haus wurden sogar wertvolle Gegenstände entwendet. Ein Kamm, eine Uhr, Taschen, ein Rasierapparat, ein Regenschirm und sogar Kekse und Bonbons. Die Information, dass in der Gegend ein Wahnsinniger sein Unwesen trieb, der Rentner überfiel, verbreitete sich sofort unter den Einheimischen. Panik brach aus. Ältere Menschen hatten Angst, auf die Straße zu gehen, denn jeder von ihnen konnte das nächste Opfer des Monsters werden. Die Ermittler begannen, die Nachbarn zu befragen, und diesmal gab einer der Männer eine Aussage. Der Zeuge berichtete, dass er gesehen habe, wie ein junger Mann über den Zaun des Opfers gesprungen sei. Er war barfuß, trug aber einen Anzug. Ein Phantombild von ihm wurde in der gesamten Region verteilt. In der Zwischenzeit begann in dem Waldgebiet eine groß angelegte Polizeiaktion. Bewaffnete Polizeibeamte gingen in einer Kette im Abstand von 10 Metern voneinander. Es schien, als könne der Verbrecher nirgendwo hin.
Ein paar Stunden später stießen die Ermittler im Wald auf eine Hütte. Darin wurden persönliche Gegenstände der getöteten Mascha gefunden und später identifiziert. Das Versteck des skrupellosen Mörders war offensichtlich gefunden. Die Strafverfolgungsbehörden gingen davon aus, dass der Täter früher oder später zu seiner Hütte zurückkehren würde. Dieser wusste jedoch bereits, dass er gesucht wurde. Eine Woche nach der Suche kam der ehemalige Bezirkspolizist zur Polizeistation. Der Mann wollte sich mit Freunden unterhalten und sah zufällig das Phantombild des Täters. Der ehemalige Bezirkspolizist sagte sofort: „Das ist doch Alexander Gräber aus dem Dorf Moschnoje." Er erkannte ihn, weil er einst an seiner Festnahme beteiligt war. Es stellte sich heraus, dass Gräber vor 8 Jahren wegen Mordes verurteilt worden war und kürzlich aus der Haft entlassen wurde. Die Ermittler begaben sich sofort in das Dorf Moschnoje, wo die Verwandten des mutmaßlichen Mörders lebten. Nun galt es nur noch herauszufinden, wer Alexander Gräber war und warum er als Einsiedler im Wald lebte. Die Ermittler fanden alles über seine Vergangenheit heraus. Gräber wurde am 23. September 1980 im Dorf Moschnoje im Bezirk Jakowlewski in der Region Belgorod, Russland, geboren. Alexanders Eltern ließen sich scheiden, als er noch keine 2 Jahre alt war. Sein Vater, Iwan Gräber, hielt es nicht mehr aus, seine Frau zu ertragen, die ständig Streit anzettelte. Valentina Gräber trank, führte ein ausschweifendes Leben und hatte hysterische Anfälle. Nach der Scheidung von Iwan blieb der kleine Sascha bei seiner Mutter. Später heiratete sie erneut und schien sich sogar zu bessern. Mit Wassili Kulinitsch bekam sie noch 3 Töchter. Doch auch ihr zweiter Mann verließ sie bald. Während der Zeit, in der Wassili mit Valentina zusammenlebte, liebte er Alexander und zog ihn wie seinen eigenen Sohn auf. Doch bald wiederholte sich die Geschichte. Die Frau begann zu trinken und ein ausschweifendes Leben zu führen. Sie kümmerte sich nicht mehr um ihre jüngeren Schwestern, da ihre Mutter ständig auf Sauftour war. Und wenn sie nach Hause kam, gab es regelmäßig Streit. Bereits mit 7 Jahren besuchte Sascha Gräber die Schule Nummer 2 im Dorf Krasnaja Jaruga, wo er als verschlossen galt. Er nahm den Unterricht trotz seiner Liebe zur Literatur und zum Lesen nicht ernst. In der 7. Klasse brach er die Schule ganz ab. In der Schule wurde der kleine Sascha beschuldigt, dass sie nichts zu essen hätten. So begann der Junge im Alter von 10 Jahren für seine Schwestern Essen zu stehlen, aber seine Mutter war trotzdem unzufrieden. Der einzige Ort, an dem Sascha nicht geschlagen und angeschrien wurde, war der Wald. Dort war es ruhig und friedlich. Dort baute sich der Junge eine Hütte, die für ihn zu einem neuen Zuhause wurde. Er sammelte Beeren und Pilze und lernte im Fluss ohne Angelrute mit scharf zugespitzten Stöcken zu fischen. Die Jahre vergingen und Alexander wurde nach und nach zu einem Ausgestoßenen. Mit 15 Jahren erwachte in ihm ein echtes Tier. Eines Abends vertrieb die Kälte Alexander aus dem Wald. Der Teenager schlich sich in das nächste Dorf und versteckte sich im ersten Hühnerstall, den er fand. Am Morgen trank er 2 rohe Eier, als in diesem Moment die Hausbesitzerin in den Schuppen kam. Die ältere Frau schrie Alexander an und holte einen Stock. Später erzählte Gräber selbst, dass in diesem Moment alles in seinem Kopf durcheinander geriet und ihm das Bild seiner Mutter vor Augen stand. In diesem Moment beschloss er, dass ihn nie wieder jemand anschreien würde. Alexander nahm einen Eisenstab und schlug die Rentnerin damit zu Tode. Der Teenager wurde am Tatort festgenommen. Die verzweifelten Schreie hatten Nachbarn herbeigeeilt, die Alexander überwältigten. Der 15-Jährige wurde zu 8 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Mit 25 Jahren kehrte er in sein Heimatdorf zurück. Die Fahndung nach Alexander Gräber, der brutalen Morde verdächtigt wurde, wurde von der Belgoroder Polizeibehörde unter besondere Kontrolle gestellt. Aber wo versteckte sich der Mörder, nachdem seine Hütte entdeckt worden war? Fahndungsfotos wurden an jedem Pfosten aufgehängt, sein Foto wurde im lokalen Fernsehen gezeigt und in lokalen Zeitungen veröffentlicht. Und eine neue Meldung über den Mörder ließ nicht lange auf sich warten. Eine Frau rief die Polizei an und teilte mit, dass ein ähnlicher Mann in ein Straßencafé gekommen sei. Die Polizei traf nur 30 Minuten später am Ort ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte der mutmaßliche Täter bereits zu Mittag gegessen und war laut Zeugenaussagen in den Wald gegangen. Die Beamten warteten auf Verstärkung und hofften, dass Alexander Gräber festgenommen werden würde. Doch nach einiger Zeit begann es stark zu regnen, wodurch die Spuren des Mannes verwischt wurden und die Hunde ihn aus den Augen verloren. In allen umliegenden Ortschaften bildeten die Einwohner Bürgerwehren, um bei der Suche nach dem brutalen Verbrecher zu helfen. Die Spannung stieg.
Einige Tage später entdeckte einer der Anwohner in einem Kuhstall einen unbekannten Mann und hätte ihn beinahe mit einer Heugabel erstochen. Alexander war bereits seit 3 Wochen auf der Suche nach dem flüchtigen Verbrecher, als dieser erneut von sich reden machte. Auf den Bildern sehen Sie ein kleines Haus, in dem 2 Rentnerinnen lebten, die 73-jährige Nina und ihre Nachbarin. An diesem Tag kam die Nachbarin zu Besuch und wäre fast in Ohnmacht gefallen. Der Hof war voller Blut. Die herbeigerufenen Sanitäter brachten die Überlebende ins Krankenhaus. Dort stellten sie eine schwere Schädel-Hirntrauma und eine Gehirnprellung fest. Die alte Frau lebte noch einige Tage, dann starb sie. Die Ermittler begannen zu untersuchen, was in dem kleinen Haus passiert war. Die Rentnerinnen hatten den Einwohnern, die sich mit ihren Ehepartnern gestritten hatten oder von zu Hause weggegangen waren, erlaubt, in ihrem Haus zu übernachten. Die Großmütter lehnten es an diesem Abend auch nicht ab, einen unbekannten Mann bei sich aufzunehmen, der um Schutz vor dem Regen bat. Als die Ermittler begannen, die Anwohner zu befragen, zeigten sie dem Pfarrer des Tempels ein Phantombild. Dieser erklärte, dass der Mann auf dem Foto gekommen sei und um Arbeit gebeten habe, aber abgelehnt worden sei. Danach ging Gräber weiter und fand im selben Dorf 2 alte Frauen, die ihm erlaubten, bei ihnen zu bleiben. Aber warum hat Alexander die Rentnerinnen umgebracht? Es gab 2 Vermutungen. Entweder hatten die Großmütter in ihm den Mörder erkannt, nachdem die ganze Region suchte, oder er wollte ihnen ihr Geld stehlen. Die Suche nach dem Serienmörder wurde keinen Tag unterbrochen. Bei der Polizei gingen immer neue Meldungen von Bürgern ein. Irgendwo sei der Verbrecher in einem Geschäft gesehen worden, irgendwo habe der Mörder ein Fahrrad gestohlen, irgendwo habe er sich vor den Einwohnern entkleidet. Die Polizei war ihm buchstäblich auf den Fersen. Die Menschen hatten Angst, allein nicht nur das Grundstück, sondern sogar ihren eigenen Garten zu verlassen. Galina, die Tochter einer der Anwohnerinnen, betrat das Haus und sah, dass ihre Mutter nicht allein war. Es war ein Fremder. Auf dem Tisch stand ein halb aufgegessenes Essen. Sie sah, dass der Verrückte herumstreifte, aber nicht hereinkam. Galina begann, das Gelände zu untersuchen. Im Haus war niemand, auf dem Grundstück auch nicht. Nur die Scheune war noch übrig. Als sie hineinging, sah die Frau einen offenen Dachboden, der bis zu diesem Moment noch nie geöffnet worden war. Als sie vorsichtig hineinschaute, sah sie einen schlafenden Mann. Im selben Moment öffnete der Fremde die Augen und stürzte sich auf Galina. Sie schaffte es gerade noch, hinauszulaufen und die Tür zu verriegeln. Der Fremde schrie und versuchte, die Tür einzutreten, denn es gab keinen anderen Ausgang aus der Scheune. Mit zitternden Händen holte die Frau ihr Handy heraus und rief die Polizei. Die Beamten trafen innerhalb weniger Minuten ein. Mit gezogenen Waffen näherten sie sich der verschlossenen Tür und waren bereit, den Mann festzunehmen. Der Täter hatte sich jedoch mit einer Axt bewaffnet. Als die Tür geöffnet wurde und er die Pistole sah, warf er die Waffe weg und ergab sich. Der Festgenommene war Alexander Gräber. Er sagte, »Leiten Sie mich hinaus, gehen Sie hier raus.« Er wollte hinausgehen, sah die Waffe und ließ sie fallen. Er erklärte, wie er sich in diesem Moment gefühlt hatte. »Wenn es keine Waffe gegeben hätte, hätte ich bis zum letzten Atemzug gekämpft und ihn erschlagen. Aber als ich die schwarze Mündung sah, war alles vorbei.« Was trieb ihn zu Raub und Mord? Ein paar Wochen vor Beginn der Serie von Überfällen kam Alexander aus der Strafkolonie frei. Der Mann wusste, dass zu Hause niemand auf ihn wartete. Seine Mutter war alkoholabhängig, seine Schwestern wurden von ihrem Stiefvater erzogen. Die einzige ihm nahestehende Person war seine Tante. Zu ihr ging Gräber nach seiner Entlassung. Nachdem sie die ganze Nacht geredet hatte, machte die Frau klar, dass sie ihn nicht in ihrer Wohnung aufnehmen könne, da sie erfahren hatte, dass er ein Sträfling sei. Nachdem er ein paar Tage bei seiner Tante übernachtet hatte, versuchte Alexander, Kontakt zu einer ehemaligen Klassenkameradin aufzunehmen, doch diese lachte ihn nur aus und sagte, »Du warst ein Kobold und bist auch einer geblieben.« Gräber begann sich große Sorgen zu machen und suchte wie in seiner Kindheit Trost im Wald. Aber von Beeren, Pilzen und Fischen konnte Alexander nicht lange leben. Der Hunger zwang ihn, unter Menschen zu gehen und schließlich zu töten. Bei den Verhören versuchte der Wahnsinnige nicht einmal, sich zu verteidigen. Er erzählte detailliert von all seinen Verbrechen, wie er in fremde Häuser einbrach, um nach Essen oder Schutz vor dem Wetter zu suchen, wie er ohne zu zögern die Bewohner tötete. Alexander konnte keine Schreie hören, er kehrte sofort in seine Kindheit zurück. Nach jedem Mord floh Gräber in den Wald. Dort war er unauffindbar. Er kannte den Wald sehr gut. Alexander hatte nie Alkohol oder verbotene Substanzen konsumiert.
Nach eigenen Angaben widmete er seine gesamte Freizeit dem Lesen. Die Ermittler stellten fest, dass er bei allen Verhören sehr ruhig war. Die Ermittlungen dauerten nicht lange. Gräber gestand sofort alle begangenen Verbrechen und kooperierte aktiv mit den Ermittlern. Nach allen Verhören und Ermittlungsmaßnahmen wurde der Angeklagte einer umfassenden psychiatrischen Untersuchung unterzogen. Die Ergebnisse bestätigten, dass der Täter sich voll und ganz bewusst war, dass er unschuldige Rentner getötet hatte. Alexandra wurde vor Gericht gestellt und zu lebenslanger Haft in der Strafkolonie Nummer 18 mit besonderem Regime, bekannt als Polare Eule, verurteilt. Gräber versuchte, gegen das Urteil Berufung einzulegen und schrieb Kassationsbeschwerden an den obersten Gerichtshof. In seiner Beschwerde schrieb er: Ich weiß nicht, warum ich das schreibe. Ja, ich bin schuldig, aber ich hatte keine Vergangenheit, ich habe keine Gegenwart. Nehmen Sie mir nicht auch noch meine Zukunft. Zuvor hatte er jedoch ein weiteres Verbrechen gestanden, doch die Beamten hielten seine Aussage für falsch. Sie kamen zu dem Schluss, dass Gräber sich absichtlich selbst belastet hatte, um erneut in seine Heimat gebracht zu werden, wo er versuchen könnte, in den Wald zu fliehen. Es wurde festgestellt, dass die Person, die Alexander genannt hatte, nicht auf der Liste der Vermissten stand. Obwohl er angeblich auch den Ort angegeben hatte, verzichtete man auf seine Aussage. Das Geständnis wurde zu den Akten gelegt, da es unglaubwürdig war. Unter den Vermissten gab es keine solchen Personen. Aus Einsamkeit schreibt Gräber an alle seine Verwandten, an seine Mutter, seinen Stiefvater. Gräber ist jedoch noch am Leben und verbüßt bis heute seine lebenslange Strafe. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.